Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema steigender Bitcoin kündigt Goldaktienrallye. Ihr Disclaimer. Steigender Bitcoin kündigt Goldaktienrallye. Dass der Bitcoin steigt, ist vermutlich ein Zeichen, dass die Designer des Finanzsystems von etwas ablenken wollen. Solange der Bitcoin und Krypto Schlagzeilen machen, wird kaum über Gold, Silber und Goldaktien geredet. Während sich Bitcoin vielleicht verdoppelt, dürfen sich Penny-Goldaktien verzehn, verzwanzigt oder sogar verhundertfachen. Sobald das passiert, lässt man den Bitcoin wieder fallen. Ja, das meint zumindest auch hier dieser Statist. Der glaubt jetzt, dass Bitcoin mehr oder weniger in Richtung alte Höhen gehen, alte Hochs und dann aber wieder in den fallenden Modus übergehen. Jedenfalls, das Ziel könnte eben sein, dass dann alle Aufmerksamkeit wieder in Bitcoin und Kryptos geht. Möglicherweise werden auch teilweise Gewinne gemacht, aber keineswegs wird das eine, sage ich mal, lukrative Mania dann sein oder so. Klar, einige Penny-Kryptos könnten natürlich dementsprechend höher gehen, aber wenn Bitcoin sich im Prinzip nur zu den alten hochgehen, wird das alte Bubble-Hoch nochmal bestätigt, bevor es dann weiter runterfällt. Und keiner guckt auf Gold und Gold, Silber und Goldaktien, die ja auch jetzt schon seit September teilweise sich vervierfacht haben. Natürlich, klar, nicht alle, aber ein Teil. Und man muss eben die absoluten Top-Aktien versuchen weiterzukaufen. Und dann kann das eben passieren, dass die Goldaktien eben weiter steigen. Er geht ja hier davon aus, dass, sage ich mal, so ein neues Hoch hier November ist und dann geht es abwärts. Und es könnte ja auch sein, dass bis November theoretisch die Goldaktien eine Rallye haben. Theoretisch denkbar. Und wir hatten auch sowas schon mal in der Vergangenheit. Denken Sie mal an die 2016er Rallye. Das war hier, da waren ja auch Goldaktien auch günstig. Und man hat Goldaktien gekauft. Die Goldaktien haben die Rallye beendet und die Kryptos gingen eigentlich weiter. Auch damit hat man viel von der eigentlichen Goldaktien-Rallye herausgenommen. Ich denke mal, von dieser Höhe wird das nicht mehr großartig gelingen. Und der Goldaktien-Rallye steht auch so von diesem Hintergrund nichts im Wege. Und man kann das eben noch als Indikator sehen, dass sie Energie in Bitcoin etc. stecken, einfach auch um von Gold, Silber und Goldaktien abzulenken. Das ist vielleicht die ganze Wahrheit dahinter. Hier nochmal eine Aussage von Nicolas Taleb, der das Buch The Black Swan geschrieben hat. Der meint, der Bitcoin ist ein bösartiger Tumor. Taleb äußert sich kritisch gegenüber dem Bitcoin, den er bereits als Tumor ausmachte. So sei die älteste und nach Marktkapitalisierung gewichtig größte Kryptowährung nicht nur kein Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch nicht als Inflationsschutz zu verstehen. Auch in Katastrophenfällen seien der Coin nicht zu gebrauchen. Der aufgebrachte Vergleich mit Gold hinke ebenso. So der Ex-Händler, Technologien kommen und gehen, aber Gold bleibt zumindest physisch, erklärte Taleb gegenüber dem Blatt. Sollte der Bitcoin jedoch jemals für kurze Zeit vernachlässigt werden, so wird er unweigerlich zusammenbrechen. Ja, das kann eben auch noch passieren. Eine unachtsame Minute irgendwo, vielleicht EMP, Blackout, who knows was, oder irgendwelche staatlichen Eingriffe können den völlig runterlegen. Das kann mit Gold nicht passieren. Das wird alle Krisen überleben und natürlich auch in der Krise vermutlich in der absoluten, wo es dann keine weiteren Ablenkungen mit Kryptos oder sonst was oder auch Aktien sonst was, wird Gold für den Test der Zeit bestehen und Kryptos, Bitcoin vermutlich nicht. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Papua-Neuguinea, 13 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung, sehr hohes Risiko. Die haben 1,04 Gramm und etwas mehr. Grad des Goldes für 1,57 Millionen Unzen. Es ist eine anvisierte Produktion von 80.000 Unzen angesetzt. Es ist das sogenannte Warplag Iceland. Das ist hier also hier ist Papua-Neuguinea, hier ist irgendwo die Bismarcksee, so heißt sie ja immer noch. Und hier ist diese Insel, da wo es diese Goldvorkommen und diese Produktion gibt. Ähm, ja, sie haben noch weiteres nicht erprobtes Potenzial, sagen sie.
und das ganze Großteil des Potenzials in diesem Gebiet liegt im hochgradigen Zoo, hochgradiges Gold. Wenn man das jetzt in den Potentialfaktor tut, ja, dann kommt man hier auf 69, also 1,6 Millionen Unzen, 13 Millionen Dollar Gold. Könnte dann, wenn Gold 2500 theoretisch schon auf 69-fache höher steht. Natürlich ist die Risikostufe wieder sehr hohes Risiko. Papua-Neuguinea ist auch nicht gerade erste Welt, ist möglicherweise aber nicht so schlecht wie Afrika beispielsweise, weil es auch diese Nähe zu Australien sehen Sie ja auch. Hier ist schon Australien. Da wird möglicherweise doch besser und genauer drauf geguckt, damit da alles mit der Produktion glatt geht, sozusagen. Ja, charttechnisch denke ich mal, hat die Aktie auch ihren Boden erreicht. Sie sehen, sie hat alle Gewinne wieder abgegeben, hier von mehr oder weniger 70 Cent auf 0,025 Cent. Jetzt gerade so hatte die auch ihren Boden gebrochen, Ausbruch signalisiert. Sicherlich ist es mal eine Aktie, die sie sich angucken kann. Eben das Attraktive ist eben, dass es eben ein Produzent ist, der Cashflow hat, der seine weitere Exploration, der also seine weitere Exploration finanzieren kann. Sicher mal einen Blick wert, wie immer, aber auch keine Kaufempfehlung. Das ist ganz klar. Ja, hier nochmal, worauf wir hoffen, auf den Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Ähm, Da sind eben Aktien hier von 15, 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Man konnte gar nicht selten aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen. Also man muss natürlich immer dann kaufen, wenn der Markt total in der Depression leidet, wie jetzt immer noch bei Goldaktien. Das ist es meiner Meinung nach sehr interessant. Und wenn es dann dementsprechend zu einer Goldrallye kommt, kann dann sowas passieren. Und Sie sehen nochmal hier die strukturelle Überwertung von Goldaktien gegenüber Gold allgemein. Also hier wird einfach Goldaktien allgemein mit Gold in Relation gemacht. Und Sie sehen, dass hier bis 1996 generell Goldaktien höher bewertet waren. 1996 vermutlich mit der Kraft der Derivate, die es seitdem auch so richtig gibt, völlig dezimiert. Äh, aber mit den zunehmenden Problemen im Finanzsystem lässt die Kraft der Derivate nach. Mehr und mehr großes Money wird Goldaktien kaufen, einfach um sich den Zugriff zu sichern. Und das führt eben auch teilweise zu steigenden Notierungen. Und sobald der Markt dann dreht, kann es eben hier zu einem überproportionalen ähm, Umschwung hier in diesen Märkten führen. Und das in ganz kurzer Zeit diese Tiefs hier, die jetzt schon seit Jahrzehnten bestehen, möglicherweise in ganz kurzer Zeit aufgehoben worden sind. Und dann ist vielleicht solche starke Dynamik dabei, dass es sogar drüber hinausschiebt. Und das lässt uns zu dieser Vermutung kommen, dass möglicherweise die größte Goldaktienrallye aller Zeiten inklusive im Vergleich zu den hier den Zahlen von 1970 kommt. Das ist die große Hoffnung und deswegen investieren wir in Goldaktien Penny Stocks mit großen Ressourcen und großen ja, Attributen, die vielleicht nachher die Investoren auch gut finden, die dann ja die Preise hochtreiben sollen. Ja, 1000 Bagger-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, sortieren die nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko, berechnen, wenn möglich, den Potenzialfaktor, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, also was kauft man, wenn der Boom vorbei ist. Dann Einlagen von Gold und Silber. Also das ist einfach ein Anbieter, der zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, ist dann sofort in der Schweiz zollfrei eingelagert, in jeder Zeit verkaufen. Sehr günstig, sehr zuverlässig, sicherlich mal einen Blick wert. Preisvergleich von Gold und Silber auf gold.de. Ja, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, einfach erstmal da drauf schauen. Weitere nützliche Informationen, Kontakt, mit welchem Broker können Sie arbeiten, können Sie Edelmetalle in der Schweiz, Liechtenstein einlagern, Goldaktien, Goldratio, die ich ja gerade vorhin noch erwähnt habe, weitere Diskussionsforen zu Goldaktien wie COCA. Und wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, was auch immer haben, können Sie mir eine Mail schreiben oder mich anrufen. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich Sie dann versuchen zurückzurufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Sie können auch gerne ein Like geben, wenn das soweit okay ist, war für Sie, weil das erhöht, sage ich mal, die Aufmerksamkeit im YouTube-Kanal. Dann werden diese Videos auch anderen potenziell interessierten Leuten vorgeschlagen. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.